Unsere nächste Vortragende ist Frau Daniela Acquarone, online zugeschaltet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Frau Acquarone ist Ärztin und klinische Toxikologin. Sie ist Mitglied der Gesellschaft für klinische Toxikologie, der Fachgesellschaft der deutschen Giftinformationszentren. Und seit 2001 ist sie im Giftnotruf Berlin tätig, heute bei der Charité organisiert. Und sie ist dort sowohl in der Notfallberatung tätig, als auch in leitender Funktion. Und Frau Acquarone ist auch Mitglied der Kommission zur Bewertung von Vergiftungen am BFR. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich möchte in den nächsten 10 Minuten die Ergebnisse der PIMON-Studie zu Exposition und akuten Vergiftungen mit E-Zigaretten und E-Liquids vorstellen. Kurz zur PIMON-Studie. Es handelt sich um ein Vorhaben in Kooperation zwischen dem BFR, der Gesellschaft für klinische Toxikologie und den deutschen Giftinformationszentren. Das ist ein Projekt, ein Pilotprojekt zur Etablierung eines nationalen Vergiftungsmonitoring. Dieses Projekt lief in den Jahren 2017 bis 2019 und beinhaltete mehrere Teilprojekte zu aktuellen Themen, zum Beispiel Themen wie Pestiziden oder Nahrungsergänzungsmittel, E-Zigarette und auch andere. Und in diesem Falle werde ich jetzt zu den E-Zigaretten berichten und das funktioniert jetzt leider nicht. Oder sehen Sie die nächste Folie? Ich sehe sie nicht. Jetzt. Folie sehr gut sehen. Genau, sehr gut. Jetzt sehe ich sie auch. Das hat vielleicht ein bisschen Verzögerung. So, nur ein Wort zu gesundheitlicher Beurteilung, weil es gibt viele andere Vorträge dazu. Zu Beginn, als die E-Zigaretten modern wurden oder sie verbreiteten, wurden sie als eine weniger gefährliche Alternative zum Rauchen beworben. Und ins Blickfeld fielen sie dann, als Berichte, insbesondere aus den USA, über schwerwiegende Krankheitsverläufe auch bekannt wurden. Dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, Sie werden sehen in dem Beitrag, ich beziehe mich nicht weder auf diese Berichte noch auf diese Verläufe. Diese Verläufe haben wir hier nicht beobachtet und mein Beitrag bezieht sich auf die Daten, die wir in dieser Studie gesammelt haben. Und das sind Daten zu Expositionen, sprich zu Vergiftungsverdacht bzw. Vergiftungen, Daten, die in den Giftinformationszentren erhoben werden, wenn ein in der Regel Unfall passiert. Das heißt, in der Regel bei unsachgemäßem Gebrauch zum Beispiel in dem Falle der E-Zigarette, so wie sonst auch von anderen Produkten. Ich sehe leider immer mit einer kleinen Verzögerung, aber ich gehe davon aus, Sie sehen die Folie, deshalb mache ich weiter. Kurz zur Nikotintoxizität. Nikotin hat überwiegend eine stimulierende Wirkung in hohen Dosen, allerdings auch eine lähmende Wirkung auf das Zentralnervensystem. Bei oralen Aufnahmen tritt das Erbrechen sehr rasch ein. Dies verhindert häufig auch die Resorption von bedrohlichen Dosen. Schwere Vergiftungen sind bekannt, insbesondere aus der Literatur, auch zu Zeiten der nikotinhaltigen Pestiziden. Es können Krampfanfälle auftreten, es kann Atemlähmung auftreten, also ein sehr schweres Vergiftungsbild. In den Giftinformationszentren kennen wir häufige Unfälle mit Zigaretteningestion, also Kinder, die Zigaretten ingestieren. Und diese Unfälle verlaufen sehr häufig blande. Warum verlaufen sie blande? Weil oral zugeführtes Zigarettentabak ist weniger toxisch als die enthaltene Nikotinmenge. Das liegt daran, dass Zigarettentabak im Magen nicht so gut resorbiert werden kann. Dagegen können die Liquids für E-Zigaretten potenziell letale Nikotindosen enthalten, zumindest in der Vergangenheit. Da sollte die EU-Tabakrichtlinie Abhilfe schaffen.
So, das Ziel von unseren Studien, von der PIMON-Studie, Teilprojekt E-Zigarette, war, Risiken von akuten Vergiftungen mit E-Zigaretten und E-Liquid zu identifizieren und die Effektivität der gesetzlichen Maßnahmen zu prüfen. Diesen zweiten Punkt werde ich jetzt hier heute nicht behandeln. Ein paar Wörter zu der Methodik. Wir haben alle Anfragen zur Exposition mit E-Zigaretten und E-Liquids in den deutschen Giftinformationszentren für einen definierten Zeiträume gesammelt. Es wurden sowohl Basisdaten als auch klinische Daten erfasst. Zu Basisdaten gehören Daten wie zum Beispiel Datum, die Noxe, das Alter, Geschlecht, die Eintrittspforte, wohingegen in klinischen Daten gehören natürlich die Symptome, insbesondere die schwere Symptomatik, im Idealfall auch den Verlauf etc. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 wurden retrospektive Basisdaten gesammelt. Für den Zeitraum Mai 2018 bis Februar 2019 prospektive Daten und diese beinhalten Basisdaten und klinische Daten. Darüber hinaus wurde für eine Teilmenge der prospektiven Datensammlung wurden auch Interviews durchgeführt, um die Produktart zu ermitteln, das Volumen, die Nikotinkonzentration, Geschmack, auch Einzelheiten der Expositionsumstände, insbesondere vom Setting. Sie sehen wahrscheinlich schon die Ergebnisse. Okay. Insgesamt wurden 851 Fälle erfasst. Wichtig sind die 167 Fälle der prospektiven Datensammlung mit klinischen Daten. Wichtig in dem Sinne, dass hier natürlich wir die meisten Erkenntnisse gewinnen. Was wir auch festhalten, ist es, dass von 2015 bis 2019 die monatliche durchschnittliche Fallzahl stetig gestiegen ist und praktisch von 2015 auf 2019 sich verdoppelt hat. So, wie ist die Aufteilung Alter und Geschlecht? 48,5% der Betroffenen waren Säuglinge und Kleinkinder. Und was auch auffällt, ist es, die männliche Person der Schulkinder und der Jugendliche. Da ist es eine deutliche, da überwiegt tatsächlich das männliche Geschlecht. Die nächste Folie sehen Sie das Verhältnis Ätiologie und Alter, also Ätiologie Ursache der Intoxikation und Alter. Und wir sehen, dass insgesamt 83% oder in 83% der Fälle handelt es sich um akzidentelle Expositionen, also Unfälle, versehentliche Expositionen. Etwa 6% waren suizidal, etwa 4% Abusus. Wenn man jetzt zum Beispiel die Gruppe der Säuglinge und Kleinkinder betrachtet, dann sieht man, dass praktisch in 100% der Fälle sich um akzidentellen Expositionen handelte. Interessant ist es hier in diesem Zusammenhang auch, das habe ich jetzt nicht eingekreist, aber das sehen Sie in der Spalte der Erwachsenen. Interessant ist es hier auch, dass es in 67 oder über 67% der Fälle auch bei Erwachsenen es sich um Unfälle handelte. Das ist eine ungewöhnliche Zahl für die Gruppe der Erwachsenen. Das lässt zumindest den Verdacht zu, dass es sich bei den Produkten häufig Unfälle ereignen.
Wie wurden die E-Liquids aufgenommen? Sie sehen, orale Expositionen dominieren. Über 82% der Fälle waren orale Expositionen. Unter den suizidalen Anwendungen war die orale Aufnahme sogar in 98% der Fälle. Wohingegen bei Abusus überwiegt die inhalative Aufnahme. Und jetzt zu Schwere der Symptome. Gute 50% der Fälle waren asymptomatisch und knapp 50% der Fälle zeigten Symptome. Interessant ist es hier, dass es sich überwiegend über 86% der Fälle hatten leichte Symptome. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, welche Symptome sind überwiegend aufgetreten. Überwiegend Übelkeit und Erbrechen, über 50%, dann auch Bauchschmerzen, Durchfall. Auch Tachykardie und Hypertonie ist vorgekommen, also schnell am Puls, hohen Druck und weitere Symptome wie bei Nikotin bekannt, Unruhe, Zittrigkeit, Blässe, Schwitzen und so weiter. So, zum Schluss möchte ich Ihnen kurz zwei Fälle vorstellen. Das sind die zwei schweren Verläufe, die wir in dieser Studie beobachtet haben. In einem Fall handelt es sich um einen 12-Jährigen mit Abusus von Nikotin. Dieser 12-jährige Junge trinkt eine unbekannte Menge von E-Liquid. Die Nikotinkonzentration ist auch unbekannt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein selber gemischtes Produkt, das unmöglich machte die Ermittlung der Nikotinkonzentration. Es kam zu mehrfachen Erbrechen, zu einem Krampfanfall und das Kind, der Junge, wurde komatös. Musste auf einer Intensivstation überwacht werden, wurde intubiert. Leider haben wir in diesem Falle keine weitere Information. Bei einem Follow-up wurde abgelehnt, sodass wir letztendlich nicht sagen können, wie der endgültige Vergiftungsverlauf war. Sicherlich eine schwere Vergiftung. Der zweite Fall, den ich Ihnen vorstellen möchte, eine akzidentelle Ingestion mit schweren Folgen. Da handelt es sich um einen 66-jährigen Mann. Er war zu Besuch bei der Familie und hatte Durst, hat aus dem Kühlschrank eine unbeschriftete Flasche entnommen und getrunken. Er erlitt Vigilanzminderung, Atemsuffizienz und eine Laktatazidose, also Übersäuerung des Blutes. Es wurde festgestellt, dass die ungefüllte Flüssigkeit, es handelt sich um 100 Milliliter E-Liquid, 18 Milligramm pro Milliliter Nikotin enthielt. Das bedeutet natürlich eine massive Nikotinbelastung, auch wenn wir nicht genau wissen, welche Menge dieser Mann zu sich genommen hat oder ingestiert hat. Auch hier musste der Mann auf Intensivstation überwacht werden, wurde intubiert, beatmet und die Symptome bildeten sich innerhalb von 24 Stunden zurück. Ich komme jetzt also zum Schluss und zusammenfassend kann man sagen, Vergiftungsfälle mit E-Liquid betreffen überwiegend Kinder. In unserer Studie waren ca. 50% der Patienten mit klinischen Daten, sprich Patienten, also die Untergruppe, wo wir auch klinische Daten erhoben konnten, ca. 50% waren symptomatisch. Wir haben festgestellt, dass unter den symptomatischen Fällen 86,7% nur leichte Symptome zeigte, hatten allerdings auch 7 mittelschwere Fälle und 2 schwere Fälle. Und wir haben sowohl in unserer täglichen Beratungspraxis in den Giftinformationszentren wie auch im Rahmen der Studie festgestellt, dass das selber Mischen und das Umfüllen der Flüssigkeiten Risiken birgt und die Identifikation der Produkte erschwert. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.